Gleich werden Sie etwas erfahren. Ja, ein teilintegriertes Modell auf Basis Ford Transit für rund 45.000 Euro. Ich gucke mal gerade, er nickt. Ja, 45.000 Euro mit elektrischem Hubbett und einer Innenausstattung, die wirklich nobel ist. Wir sind bei Nobel Art in Bielefeld. Ja, ich grüße dich, Patricia. Hi Sven. Ja, vielleicht vorab, wir kriegen kein Geld dafür, sondern es komplettiert so ein ganz kleines bisschen unsere Berichterstattung, die wir auch in Düsseldorf hatten. Viele waren nicht da. Und ja, Nobel Art war direkt mal dort auf Basis Ford Transit. Das ist, ich sag mal, ein Lieferwagen, der unglaublich beliebt ist und bekannt ist. Und ja, wir holen mal ganz kurz den Helmut mit dabei. Das ist nämlich ein richtiger Crack, seit 30 Jahren im Geschäft. Ford, das ist eine gute Marke, oder? Das ist eine sehr gute Marke. Da haben wir uns bewusst für entschieden. Ja, ich zeige das mal gerade. Die Farbkombination mit dem Grau, die Fahrerkabine, das sieht gut aus, oder? Ja, das ist auch stammt aus unserer Feder. Ja, ich zeige mal gerade, teilintegriert, wenn wir gleich mal reingehen. Man hat richtig viel Stehhöhe, du bist 1,80 Meter, da ist ein Hubbett drin und du kannst locker drunter durchgehen. Das kann ich. Ja, ich zeige mal gerade, Patricia, du warst noch nicht drin, aber wir gehen gleich mal rein. Wir gehen erstmal außen rum. Helmut, wenn du mal mitkommst, dann zeigen wir mal gerade, wie der ganze Aufbau ist. Teilintegriert heißt, die Fahrerhauskabine ist noch original. Die ist noch original, die sieht man hier im Ganzen. Wenn man die Autos kriegt zu dem Preis, die neu oder gebraucht? Nein, das ist neu, das Fahrzeug. Nagelneu. Nagelneu. Okay, das heißt also, ich kriege wirklich quasi ein Neufahrzeug, das ich auch benutzen kann. Bei der Länge ist ein 6,99 eingeschränkt auch im Alltag, oder? Ja, das können wir wunderbar für den Alltagsbetrieb geeignet noch. So, hier vorne, das ist mit drin. Was ist da unten drunter unter der Klappe? Da ist einmal Wasser und einmal dann die Serviceklappe für die Toilette. So, wenn du mir das einmal kurz zeigst, das Wasser. Das heißt, da ist wahrscheinlich abgeschlossen, kann ich aufschließen. Der hat einen Wassertank drin, Ja, von 100 Liter. 100 Liter. Und da ist die Toilette, eine Chemietoilette, das sehen wir gleich von innen. Ganz normale TED-Toilette, ja. Wenn ich mit 2 Leuten unterwegs bin, normal 2-3 Tage komme ich. Ja, 2,5 Tage reicht das. Super, hier vorne ist die Truma. Was ist da für eine Truma drin? Turbo Kombi 4. Eine Kombi 4, die macht warmes Wasser und warme Luft. Und Heizung, genau, in einem Gerät. Genau, hier vorne, da ist Gas. Gasflaschenkasten für 2 11 Kilo Flaschen und bei uns serienmäßig die zweite Garagentür. Die zweite Garagentür. So, da gehen wir gleich mal rein. Wir holen uns gleich mal, im Moment läuft das Auto noch. Hier ist schon vorgerüstet der Heckträger. Das heißt, hier kann ich die Fahrräder dran machen. Da kann man die Fahrräder dran machen. Man muss hierbei bedenken, dass es sich hier um eine holzfreie Konstruktion handelt. Ja. Und darum gibt der Hersteller die Fixpunkte für die Fahrradträger vor, weil das Mobil ansonsten komplett ausgeschäumt ist. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir haben einen holzfreien Aufbau, komplett. Ja, da ist kein Holz im Aufbau drin. Das ist wichtig, oder? Ja, das ist sehr wichtig. Ich glaube, die Leute fragen auch danach. Holzfrei heißt, da kann nichts verrotten, auch wenn es mal irgendwas eindringen sollte, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Ja, es fängt nicht an zu schimmeln. Das Fahrzeug kann in dem Sinne kein Wasser ziehen, das ist richtig. So, sehr schön. Ja, ihr habt die Marke schon wirklich sehr lange. Ihr arbeitet dort mit einem Aufbauhersteller zusammen. Die kommen, glaube ich, aus Italien. Die kommen aus Italien von der Firma Rollerteam. Rollerteam, das ist der größte in Italien? Das ist ein sehr, sehr großer Hersteller, ja. Ich zeig's mal gerade. Der Vorteil ist auch wenn mal so ein kleines Missgeschick passiert, das ist modular aufgebaut hier hinten. Das heißt, ich kann also hier die Einzelteile auch mal austauschen. Nein, das ist ein Stück hinten, komplett. Hinten ist ein Stück. Okay, aber die Rückwand, die ist davon getrennt. Die Rückwand ist getrennt, ja. Die Rückwand ist getrennt. So, das heißt, das ist ein Stück. Das ist die Heckstoßstange, aber dann wäre halt nur die Heckstoßstange fällig und nicht die Rückwand. Genau. So, das habe ich verstanden. So, wir gucken uns auch gleich mal, wenn wir aufgeladen haben. Du hast den Motor mal gestartet. Eine Bremsleuchte, eine dritte ist oben drin. Von hinten sieht das schon ein bisschen linermäßig aus, oder? Ja, ist exakt so gewählt, die Optik. Sehr schön. Ja, Helmut, wir drehen heute am 25. September 2020. Das Jahr geht so langsam in die dritte oder vierte Hälfte rein. Aber sowas wie 2020, ja, das hast du wahrscheinlich in deiner 30-jährigen Laufbahn noch nie erlebt, oder? Nein, also 2020 war für uns bis jetzt schon ein sensationelles Jahr, das muss man schon so sagen. So, das ganz Besondere ist, ich bin 1,83, ich stehe ganz aufrecht, ich kann hier locker stehen, denn über mir ist ein Hubbett, das zeigen wir gleich mal. Wenn du mal gerade vor bist, bitte, dann zeigen wir das mal. Einzelbetten, voll im Trend, Fahrzeuglänge 6,99? 6,99, genau. 6,99, ja. Und da gibt es was ganz Besonderes hier bei dem Modell, denn man kann die rechte Seite sogar hochklappen. Man hat hier also verschiedene Auszüge mit drin, dann auch. Und den Kleiderschrank unterm Bett. Und Okay. der ist auch von oben dann zugänglich, falls man halt noch längere Sachen rein. Warte mal kurz, wenn du mich mal kurz da mal reinfilmen lässt. Das heißt, ich habe eine Gasdruckfeder da hinten drin, kann das aufdrücken, hier ist der Lattenrost mit drin und unten drunter ist dann der Kleiderschrank. Ja, jetzt ist auf beiden Seiten. Man hat also hier das gleiche gegenüberliegend auch noch.
guck mal hier, Patricia, normalerweise musst du dich runterbücken an den Kleiderschrank und hier kannst du einfach die Sachen rausholen von oben. Ja, Wahnsinn. Und es gibt 2 Kleiderschränke hier in diesem Fahrzeug. Ja, ich glaube, man kann gar nicht genug Kleiderschränke haben, oder? Ja, das stimmt. So, das ist ganz wichtig. So, wir machen mal ganz kurz mal zu, zeigen mal das Ganze, dass wir das Ganze mal sehen. Großer Kühlschrank ist mit dabei, ein 3-Wege-Kühlschrank. Da ist ein 3-Wege-Kühlschrank mit bei, wie das heute Standard ist und die Kundschaft erwartet auch die großen Kühlschränke mittlerweile. Eisfach oben drin. Das ist aber das Eisfach von. So, das macht auch richtig kühl. Der schaltet vollautomatisch um. Der hat eine automatische Genehmigungsschaltung. So, unten hat man auch eine Box für die Getränke, wenn du noch mal ganz kurz aufmachst. Da ist die Box mit drin, die kann ich rausziehen. Da sind zum Beispiel Getränke drin, dass die nicht rumfallen. Das ist ja auch so ein großes Thema, dass ich dann nicht alles immer hundertprozentig sichern muss, wenn es drin ist. Hat man dann noch Raumteiler für noch, dass man die einzelnen Abteilungen abteilen kann hier. So, okay. Autarkie, das große Thema. Hier ist eine Batterie mit drin, das heißt fürs Fahrzeug? Das heißt, Aufbaubatterie? eine Aufbaubatterie, genau. Das ist ja auch ein Standard heute. Genau, Standard. Die hält wie lange, wenn man so steht, im Winter? Na, im Winter läuft das Heizungsgebläse mit, ich denke mal maximal 2 Tage. 2 Tage. Ja. Das heißt, Landstrom. Kann man die nachrüsten, die Batterie, eine stärkere Batterie reinmachen später? Man kann ja eine größere Batterie einbauen hier. Das ist machbar. Okay. Wird die Batterie während der Fahrt aufgeladen? Die Batterie wird während der Fahrt mitgeladen, wie auch bei Landstrom ist ein Ladegerät verbaut. Ja, üblicherweise. Ich habe schon gehört, es gibt jetzt Wohnmobile, die haben die Ladung während der Fahrt nicht mehr so stark drin, weil das irgendwie Euro 6 oder sowas. Das ist hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall, also wir arbeiten da mit Ladeboostern. Mit Ladeboostern zusammen, ja. Eine ganz große Toilette ist mit drin. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Patricia, geh mal kurz rein. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, wenn das geht, mal Strom anmachst. Jetzt haben wir was ein bisschen vorgeladen. Geht das, Helmut? Da vorne ist das Bedienfeld. Kurz mal schauen, wir haben ihn erstmal angeladen. Da ist es da, machen das Licht mal an. So, jetzt hat die Patricia ein bisschen Licht. Jetzt habe ich dich überrascht. Das ist aber nicht so schlimm. Touch. Ich gedacht, wäre doch Ja, auch drin. So, perfekt. jetzt haben wir ihn. Okay. Das ist schön gelöst, so indirekt quasi. Dass mit dabei ist unter den Schränken. Dazu kommen wir gleich mal. Ja, Patricia, wir sprechen über ein Fahrzeug 45.000 € mit Hubbett auf Ford Transit Basis. Fahrhausklimaanlage ist mit drin? Ist Serie bei dem Fahrzeug. Serie mit drin. Und erzähl mal, wie ist es? Also richtig groß. Ich habe hier mein Waschbecken und meine Dusche. Hier ist die Toilette. Ich habe, glaube ich, hier noch einen Handtuchhalter, genau. Hier habe ich noch eine Ablagemöglichkeit für Klopapier oder ähnliches. Hier ist sogar noch ein Schrank. Da kann man auch noch mal was reinstellen. Ja, also ich finde es echt nobel, wie der Name schon sagt. Der Name schon sagt. Ja, wenn ich jetzt duschen möchte, Helmut, wenn du mir das mal kurz mal zeigst, da unten ist wahrscheinlich die Duschtasse. Muss man vorher das Holz wegnehmen, was unten ist? Nein, das ist ein extra Lattenrost, damit man noch trocken steht und rutschfest steht. Okay, das ist also zulässig. Ich darf drauf stehen und darauf duschen. Ja, genau, dafür ist Okay, das gedacht. man macht es auf. Patricia macht das mal gerade. Mittlerweile Video 140, glaube ich, mit ihr. So ein bisschen kenne ich mich aus. Sie hat angefangen dieses Jahr mit mir Videos zu machen über Camper und hat vorher noch nie einen Camper von innen gesehen. Und ist immer wieder überrascht. Gott, ich will nicht Und sagen. kriegst du es hin oder willst du eine Geht's kurze Einweisung haben? Wie, oder ist das da unten noch festgemacht? Das muss erstmal raus einmal kurz. Genau. Das ist also das Rollbrett ist gleichzeitig Türbremse. Aha. Damit das während der Fahrt nicht schlappern kann. So, wenn es nicht schlappern kann, hat man eine Kann Bremse. man im Prinzip hinten dann wieder einlegen auch. Ne? Ah ja. Ja, das lassen wir kurz mal rein. Das heißt, ich lege das Brett anschließend rein zum Duschen und das schützt die Tür automatisch, dass sie nicht rumfliegt. Das ist Türbremse. So, ist ja schon fast wie im Hotel, oder? Fast wie im Modell. Corona, ja, die Leute wollen jetzt auch im Wohnmobil duschen. 100 Liter heißt aber, man muss sich schon ein bisschen zusammenreißen. Das heißt also jetzt mal so 10 Minuten Wasser laufen lassen, das ist im Wohnmobil nicht so gut, oder? Ja, aber ich denke, man braucht für eine Dusche zwischen 10 und 12 Liter. Das ist nicht so viel Druck drauf wie zu Hause und man macht das zwischendurch mal aus. Das funktioniert also auch bei den Tankkapazitäten, dass man da mehrfach komplett durchduschen kann. So, war jetzt gar kein Problem. Große Dusche mit drin. Da oben hängt man die ein. Großer Spiegel ist mit dabei. Große Dusche. Du stehst gerade auf dem Duschlattenrost. Das übrigens zeitgleich auch dient, damit die Duschtür, die drin ist, ja nicht rausgeht. Die brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Aber die trennt diesen Raum komplett ab. Also ich habe meinen Feuchtraumbereich, ich habe große Schränke. Ja, genau. Also als jetzt die Tür zu war, war es jetzt auch nicht irgendwie eng oder so. Ich hätte hier genug Platz zum Duschen.
Die Dusche wird dann einfach quasi nur so hier aufgeklappt, wenn man das Holz mit rausnimmt. Und das finde ich echt eine gute Idee mit dem Holz, dass das quasi die Tür stoppt. Ja? Dann kann nichts passieren. Und habe eine Toilette, relativ großes Waschbecken, 2 Spiegel. Ja, genau, wenn du mal ganz kurz da mal dran hältst, man kann es so ein bisschen rausziehen, dass man es mal sieht, also das kann man abnehmen und dann kann man es zum Beispiel zum Fenster rausmachen oder zum Duschen verwenden. Zum Beispiel. Und einen Riesenspiegel hat man, ich zeige es mal gerade, von mehreren Seiten, das heißt man kann sich auch beim Rasieren auch mal sehen. Genau. So sieht es aus, oben indirekte Beleuchtung, viel Licht und natürlich die Entlüftung, die auch vorgeschrieben ist hier. Genau. Prima, komm mal raus. Ja, schön. Das ist dabei und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Ich habe eine große Küche mit dabei. Mit einer weißen Ablagefläche. Wirkt ganz edel. Helmut, was sagen die Kunden so? Die sind ziemlich begeistert von Nobelart, oder? Doch, ja, das ist sehr ansprechend und wir liegen da auch so farblich genau im Trend. Es geht ja auch darum, man muss das Preis-Leistungs-Verhältnis sehen. Also ich sag mal, ihr habt ja auch andere Marken wie Hümer und Co. Und ich sag mal, hier liegen wir rund, sag ich mal, 10, 15, 20.000 Euro drunter. Ja, gewiss, das muss man so sehen. Mit Hubbett und Co. Die Italiener können ausbauen, die machen das schon sehr lange, oder? Die sind schon sehr, sehr lange dabei, ja. Klappern, das ganz große Thema. Jetzt habe ich ja hier einen Teilintegrierten und so weiter. Das ist natürlich ein Nutzfahrzeug, aber das ist, glaube ich, auch durch, dass die unglaublich viel klappern mittlerweile. Nein, mittlerweile kennt man die Baustellen da und hat das ganz gut abgearbeitet. Ja, es gibt auch so ganz kleine Kleber, habe ich gesehen, die ihr anwendet. Wenn du mal ganz kurz aufmachst, Patricia, dann sieht man das. Da sind so kleine Stopper drin. Mach mal irgendeine Tür auf. Ja. So, die kann man auch noch mal reinkleben. So, und dann ist so nach kurzer Zeit, also wenn man mal so 1, 2, 3 Tage gefahren ist, dann kennt man die neuralgischen Stellen, die werden draufgeklebt, dann ist es weg. Ja, das ist nur, Geräuschentwicklung ist halt schwerpunktmäßig dort, wo Holz auf Holz sich befindet. Und das kann man durch solche kleinen Gummipitten ganz einfach beseitigen. Ja, vorne habe ich auch eine Spannung drunter. Das ist auch gut gemacht hier mit den Scharnieren. Mach mal zu, bitte. So, klack. Die schließt satt. Ja, das hört sich sehr gut an. Und auch beim Aufmachen macht das wirklich keine Probleme. Ja, jetzt gibt es was ganz Besonderes. Wir haben nämlich einmal eine große Sitzgruppe, Helmut. Wenn du mal kurz reinkommst, du hast einen Sitz mal umgebaut, der Fahrersitz, den haben wir jetzt mal nicht gedreht. Großes Thema ist Face-to-Face, das würde hier gehen. Ich drehe den Fahrersitz und sitze genau gegenüber. Ja, das kann man hier dann ganz schön machen bei dem Fahrzeug. Die Schränke mit dem Weiß, das ist schon schön, oder? Ja, sieht schon edel aus. Hier vorne habe ich große Ablageflächen. Trotzdem habe ich noch ein großes Raumgefühl, obwohl ein Hubbett drin ist. Ja, darum haben wir auf Einbauschränke vorne verzichtet, sondern den ganzen Bereich vorne offen gelassen als große Ablage. Ich glaube, dann wäre es auch komplett zugebaut. Also das ist auch immer so eine Geschichte. Außerdem kann man ja zur Not, also ich sag mal, hier auf der linken Seite können wir sich noch was Zimmer machen von einem Zimmermann. Ihr habt sogar die Möglichkeit, dass ihr Individuallösungen sogar noch anbietet. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel auch eine Solaranlage drauf machen lassen und so weiter. Oder ist die hier schon dabei? Nein, die ist jetzt noch nicht dabei, das wäre optional, aber wir machen jegliche Anbauten. Genau, einfach nur sagen, was der Kunde will. So, und jetzt kommt's. Also hier habe ich eine Sitzgruppe, die zeige ich gleich nochmal komplett. Hier habe ich nochmal so eine entsprechende Beleuchtung mit dazu. Und Helmut, wenn du mal kurz das Bett runterlässt, bitte. Ich kann die Auflagen oben auf dem Bett, die kann ich drauf lassen in der Nacht. Am Tag, meine ich. Die kannst du drauf lassen. Wir haben also eine wunderbare Kopffreiheit hier drunter. Das kann im Prinzip alles drauf bleiben. Das wird dann nochmal gesichert hier mit entsprechenden Netzen, falls noch Kinder dort oben eingebracht werden sollen. Auf beiden Seiten, damit das also nicht, damit die halt nicht rausrollen können. So, und ich habe den Notausgang immer noch geöffnet. Das heißt, die Leute kommen trotzdem problemlos raus. Ja. Genau, so. Patricia, du darfst mal die Schuhe ausziehen, denn es gibt einen kleinen Trick, wie man ganz problemlos raufkommt. Du kennst ihn schon. So, wenn du mal kurz an mir vorbeigehst. Ja. Sie kommt. Moment. Kommt ohne Leiter. Genau, denn sie kann nämlich einfach hier auf den Fahrersitz draufsteigen und ist drauf. Guten Tag. Hallo. Und, wie schaut's? Ja, schön. Also ich habe echt viel Platz und ich glaube, den Kindern macht das auch Spaß, hier drauf zu klettern. Ja. Und natürlich ist es nicht nur gedacht für Kinder, es gibt ja auch Leute, die möchten auch einzeln schlafen. Also wenn jemand zum Beispiel mal ein bisschen schnarcht oder so. Das könnte ja passieren. Oder es kommt mal einer zu Besuch. Das ist da. Also optimal eigentlich für, ich sag mal, maximal 4 Personen. Ja, das Hutboot ist auch für 2 vollwertige Erwachsene ausgelegt. Das hält richtig was aus, oder? Das hält richtig was aus. Da dürfen 250 Kilo drauf. 250 Kilogramm. Ja, prima. Ich zeig mal gerade, das verjüngt sich so ein bisschen nach hinten rein. Das ist da. Ja, prima. Dann komm noch mal runter, Patricia. Wie ist die Matratze? Geht das? Ja,
super. Also hier kann man auch ideal zu zweit schlafen. Man hat hier genug Platz. Das ist wirklich sehr gemütlich, ja. Ja, überall hat man Fensterchen mit drin, auch da einfach nur Fragen. Ja, Zuladung, das große Thema. Die Italiener werden immer leichter, trotzdem ist es eine Herausforderung auf, sagen wir, 3,5 Tonnen mit Hubbett und allem drum und dran. Wie groß ist die Zuladung hier ungefähr? Mit ca. noch 500 Kilo. 500 Kilo, da ist der Fahrer schon dabei? Da ist der Fahrer drin, das ist der massefahrbereit. Masse fahrbereit, das heißt, der Tank ist schon ein bisschen gefüllt. Ja, also Dieseltank 80% und 20 Liter Wasser. Und dann halt der Fahrer, Gasflasche, Kabeltrommel. Das Okay. übliche Equipment, was man halt fahrbereit benötigt. Okay, das heißt aber mit insgesamt 4 Personen, da muss man schon ein bisschen drauf achten, was man mitnimmt, oder? Dass es nicht überladen wird. Da muss man schon ein bisschen rechnen, ja. Das ist aber generell überall dann immer so. Mit 2 Personen glaube ich nicht das Riesenproblem, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, dann geht's, oder? Wenn man nicht gerade 500 Liter Bier mitnimmt oder so. Nein, das funktioniert schon. Also mit 2 Personen ist ja auch gedacht, konzipiert als Reisewagen für 2 Personen, die gelegentlich halt mal noch Leute mitnehmen. Okay. Ablagefächer habe ich mit drin. Wenn ich jetzt einen Fernseher möchte, das würde auch gehen? Ja, der ist hier vorne an der Wand gedacht, wo das An der Wand gedacht. Das baut ihr aber immer erst ein, wenn der Kunde sagt, wo er es gerne hätte, gell? da ist hier eine passende Nische. Also hier wäre der vorgesehen mit einem Auszug, dass man dann auch vom Bett halt auch schauen kann. Ne? So, da sind auch schon die Anschlüsse sind auch schon vorgesehen. Ich zeige mal gerade ein Detail. Hier vorne ist die Bedienung von der Truma. Das ist ganz interessant. Ihr habt die an einer schönen Stelle gemacht, nämlich im Schlafbereich, sodass, wenn ich mal zu Bett gehe, kann ich sie nochmal einstellen. Und man kann morgens auch gerade noch mal hochdrehen, wenn es zu kalt wird. Das ist der Vorteil. Das heißt also, ich spare nochmal Energie und habe dann die Wärme dann, wenn ich es brauche. Schalter sind richtig angeordnet, indirektes Licht, Leselampen sind mit drin. Ja, Leselampen sind mit drin. USB ist mit drin? USB ist nicht mit dabei, nein, hier hinten nicht. Gut, aber Steckdosen sind überall, habe ich gesehen. Das heißt, man könnte einen Adapter machen, den einstecken, fertig. Hier oben habe ich dann nochmal für den Sternenhimmel, kann ich rausgucken. Ich guck mal gerade raus. Ja, im September, jetzt wird es langsam Herbst. Kann man das Fahrzeug auch, ich sag mal, im Winter, Herbst benutzen? Definitiv sind die Fahrzeuge alle wintertauglich. Ja. Winterfest nicht, das musste man differenzieren. Hier müsste man dann eine Abwassertankheizung nachrüsten. Ist das möglich? Das ist möglich, das kostet dann 200 Euro. Da gibt es eine Heizmatte für den Abwassertank und somit ist das Fahrzeug dann auch komplett wintertauglich, winterfest. Es geht ja nur darum, den Tank auf über 0 Grad zu bringen. Der muss ja jetzt nicht 30 Grad haben oder so, oder? Nein, nur frostfrei halten. Okay, das heißt also, das frisst ja nicht zu viel Energie. Nein, das verbraucht nicht viel Energie. Okay, verstanden. So, der Boden, ich zeig's mal gerade. Das ist so eine Schiffsbodenoptik, die hier mit drin ist. Der Tisch ist verstellbar, der ist aber während der Fahrt abzunehmen. Den kann man aushängen während der Fahrt, wenn man das möchte, ja. Okay, also zum Einsteigen, ich habe viel Platz. Unter der Bank, kommt man da ran? Kann man da was reinmachen? Da ist der Frischwassertank drunter. Genau, wenn du mir das mal kurz zeigst, ist es möglich, mal reinzugucken? Jetzt mal kurz raus. Das ist ein Service, eine Luke, ne? Ja, Wenn man den Tank nochmal reinigen möchte, kommt man da ran. das ist ja praktisch. Das heißt, ich kann den komplett frei machen oder ich lasse die Luke auf, damit er zum Beispiel im Winter dann... es gibt auch eine Anleitung, wie man den frostsicher denn verwahrt im Winter, wenn ich ihn nicht benutze. Ja, gibt es, ja. Super, klasse. Ja, gehen wir einfach mal raus. Ich zeige mal ganz kurz noch mal so ein kleines Detail. Die Rückfahrkamera ist bei dem Modell mit drin. Ja, das ist schon im Standard mit drin. Die ist hier integriert im Rückspiegel. Den es ja nicht gibt, den Rückspiegel quasi. Den habt ihr dann benutzt. Und Eignet sich dann durchaus aber als Bildschirmhalter. so, hier vorne habe ich dann das Cockpit. Fahrerhausklimaanlage ist dabei. Ein Multifunktionslenkrad ist mit dabei. Und ich kann wahrscheinlich bei euch, wenn ich das Fahrzeug frisch bestelle und keins ist auf Vorbestellung, habe wahrscheinlich alles wählen, was die Preisliste von Ford hergibt, oder? Genau alles wählen, aber das hat schon eine sehr umfangreiche Serienausstattung. Beispiel, was ist mit drin? Klima, Tempomat, solche Geschichten, Lenkradfernbedienung. Airbags natürlich, das Ja. ist klar. Wenn die aber jetzt was bieten würden, das käme irgendwann mal auf die Preisliste, der Halteassistent, der Spurhalteassistent, das würde auch gehen. Zurzeit gibt es das nicht, aber das wird wahrscheinlich in Zukunft kommen. Man weiß ja nicht, vielleicht kommt es ja irgendwann mal, wenn man das haben möchte. Ja, Hubbett haben wir gezeigt. So, dann gehen wir am besten mal raus. Hier ist noch ein Sitz, der mit dabei ist. Da ist ein Beckengurt mit dabei. Fünf Sitzplätze in dem Fall. 5 Sitzplätze in diesem Fahrzeug, ja. Genau. Ist das richtig, dass die Anzahl der Sitzplätze auch die Zuladung bestimmt, die maximale? Ja, das ist natürlich, desto mehr Personen ich an Bord habe, desto geringer ist die Zuladung dann und ich muss dann schon ein bisschen auf die Grundausstattung aufpassen. Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich hier was reinmache wie Aufbau, Klimaanlage und so, das wiegt alles ein bisschen, gell? Das wiegt alles ein bisschen, ja. Ja, wir gehen mal kurz raus und dann, wenn du mal so lieb bist, den Schlüssel mal gerade rausnimmst, Patricia, für uns. Am besten ziehst du ihn mal kurz ab, denn wir wollen noch mal hinten reingucken in die Klappe.
denn großes Thema ist natürlich Zuladung und schauen uns mal ganz kurz die Klappe an, was man da so alles reinmachen kann. Ihr habt auf beiden Seiten jetzt auch die... Auf beiden Seiten sind halt diese Serviceklappen, die sind bei uns serienmäßig, die beiden Klappen. Also auch hier, wenn jemand teure E-Bikes hat oder solche Geschichten, kann man das natürlich auch sehr gut hier reinbringen, wenn man die nicht unbedingt hinten auf den Fahrradträger machen möchte. So, ihr habt jetzt hier ein paar Sachen gelagert, da ist die Leiter zum Beispiel dabei. Leiter für hinten fürs Einzelbett, Leiter fürs Hubbett. So, da vorne sind die Aufnahmen schon für den Fahrradträger. Der ist dabei, der Fahrradträger? Der Fahrradträger ist bei uns im Paket, jawohl. Gut, da kann der Kunde wählen, ob er ihn haben möchte, montiert. Es gibt auch Leute, die sagen, will ich nicht, Optik gefällt mir nicht. Na, die meisten nehmen das schon. Oder wir können das halt umswitchen, dass wir einen Träger hier reinmachen für die E-Bikes dann entsprechend. Sehr schön. Ja, man könnte auch hinten natürlich eine Box drauf machen, das habe ich mal gesehen am Fahrradträger. Da gibt es unglaublich viel im Zubehör. Das heißt, einfach mal gucken am besten, was man da jeweils hat, was auch zugelassen ist. Was auch zugelassen ist, genau. So, ich zeige es mal gerade. Ja, das ist recht groß. Die Belastung hier, was darf man hier reinmachen? Ja, 150 Kilo. 150? Ja. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal nach vorne, machen wir die Abmoderation. Noble Art T5000 Elegance, ein teilintegriertes Modell auf Basis Ford Transit. Und, Sekunde. Ja, wenn die Leute hierher kommen, ihr habt jetzt unglaublich viele Modelle. Da ist so das Thema Beratung natürlich im Jahr 2020, ich sag mal, nicht ganz einfach, wenn die Leute samstags kommen. Es empfiehlt sich schon, einen Termin zu machen, ne? Es empfiehlt sich auf jeden Fall, einen Termin zu kommen. Gerade Samstag ist natürlich ein Hauptverkaufstag und da ist für Beratung nicht immer die gewünschte Zeit da. Ja, wir zeigen gleich mal im nächsten Video, das ist ein Alkoven. Der Alkoven ist tot, es lebe der Alkoven, kann man das sagen? Oh, für Familien mit 4 Leuten ist es äußerst empfehlenswert natürlich. Wenn ich mit mehr wie 2 Personen reise, sollte ich schon schauen, dass ich halt auch mehr wie 2 feste Betten an Bord habe. Super. Noble Art. Ja, wir sind bei Palmowski und tatsächlich in Bielefeld. Ihr seid nochmal in Magdeburg, baut da demnächst um, komplett neu. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Wir stellen die Fahrzeuge einfach mal vor und auch keine sonstigen Anreize. Ich finde es nämlich sehr interessant, für das Geld die Fahrzeuge einfach mal zu zeigen. Der Preis nochmal hier komplett, wie wir es gesehen haben? Auch hier 45.000 Euro. 45.000 Euro. Neu. Neu, das sind meine Fahrzeuge. Super. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. 45.